Hello and welcome to another tutorial with me. My name is Crafty Jojo and today I'm going to show you how to assemble the shadow boxes that you can create from Dawn Bibby's Sweetest Winter craft kit. That is going to be sold on Create and Craft TV from the 2nd of October, I believe. I'm not 100% sure, but it will be announced all over media anyway. So this is the craft kit, and I'm going to do this tutorial in English as well as in German, so I will be changing languages, so bear with me. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Mein Name ist Crafty Jojo und heute zeige ich euch, wie ihr die Shadowboxes, die man mit diesem Sweetest Winter Kit von Dawn Bibby Designs zusammenbauen kann, weil das Set ist sehr, sehr groß, kommen sehr viele Stanzen mit und ich möchte euch das halt kurz zeigen. So the set consists of the so-called Sweetest Winter paper kit, which has 12 topper designs, 12 background designs, 2 of each, and the quality is 250 GSM, so this is really thick cardstock, and as you can see you have various sizes and shapes and designs and beautiful designer paper. And it also comes, let me just put this away, it also comes with the Sweetest Winter Charisma pack, which is accessories that you can die cut, especially these little bits here are very cute and are a lovely addition to the kit. Also das Set kommt mit diesen zwei Paketen. Das hier ist das Charisma Pack, das andere ist das, ich hole es nochmal vor, das andere ist das Sweetest Winter Paper Kit und hat 12 Hintergrunddesigns. Ihr könnt davon natürlich nicht nur diese Schattenboxen machen, sondern auch ganz normale Karten erstellen, die aber durch diese dreidimensionale Lagerung oder Schichtung der verschiedenen Motive ganz tolle Effekte ermöglicht. So this kit is coming with this paper craft stuff here, and then it comes with a really huge collection of dies of all the various shapes. I'm not going to introduce you to all of these now, but I'm going to show you what I've prepped, so let me just take this away. Also, ich will euch mal kurz zeigen. Ich gehe jetzt nicht durch jede einzelne Stanze, aber für alles, was ihr auf diesen Paper Kits, auf den Papieren ausgedruckt seht, gibt es eine passende Stanze. So this is what I'm using to assemble the shadow box. So essentially this is the main set, the main die that you need to assemble a shadow box. Besteht aus diesen 4 Stanzen. So these 4 dies are creating the front of my box. Und zwar ist das also die Kombination der Stanzen, die ich hier für dieses Frontstück benutzt habe. And effectively you need to cut out 5 of these, and in this one you leave as your background, you leave plain, and 4 of the dies, die cuts that you've created, you would need to do the circle here, like the aperture. Also ihr müsst euch insgesamt 6 Teile ausstanzen. Einmal hier einfach nur mit dieser Stanze den Hintergrund, mit der gesamten Kombination vorne, das Abdeckstück, und dann 4 Zwischenstücke, in die ihr mit dieser zusätzlichen Stanze eben halt hier euren Ausschnitt reinstanzt. Und das geht ganz einfach. So this is really easy in order to make sure that they will all really line up nicely and are sitting on at the aperture is always sitting at the same spot. Just use this as your stencil, lay it on it, use a pen, just circle it and then die cut it, and then you'll make sure that all your apertures will sit right at exactly the same height like your front piece. Also um zu verhindern, dass euch eure Ausschnitte hier verrutschen und nicht auf derselben Höhe sitzen, benutzt ihr einfach hier die ausgestanzte Front als Schablone. Ja, und müsst einfach hier dann nur mit dem Bleistift den Ausschnitt machen und dann mit der Kreisstanze ausstanzen. So you would need to do 6 die cuts, effectively 1 for the background, 4 inserts and the front. Also ihr braucht effektiv 6 ausgestanzte Bauteile. Einmal den Hintergrund, 4 Einlagen oder Einsätze und dann die Front. Dann braucht ihr mindestens 2 dieser hier. Das sind die Seitenstücke, wo die Einschübe reingemacht werden. So you need 2 of these and you're going to cut this with these 2 dies that come in your set. Das sind die Stanzen, die halt diese Verbindungsstücke herstellen. Die sind natürlich selbstverständlich auch im Set drin. Und aus den Papieren hier, so from my Charisma pack as well as my paper kit that comes with this set, I have die cut. I've already chosen which scenes I'm going to use, and of course especially the round ones are the ones we're looking for.
Und da habe ich mir jetzt hier halt schon meine Szene so zurechtgelegt und vorbereitet, wie ich die nachher zusammenbauen möchte. Da gehe ich gleich im Detail noch drauf ein. What I've also done, for example, I've die cut this tree with this die, and I've also die cut, because this is in the Charisma pack. You have these little things here that looks like really just like a strip, but when you die cut it, it turns into these little Christmas baubles. Also hier zum Beispiel im Charisma-Pack diese bunten Streifen, wo man erstmal gar nicht so genau weiß, was ist das eigentlich. Wenn man das ausgestanzt hat mit den passenden Stanzen, hat man hier verschiedenfarbige Christbaumkugeln, sehr, sehr süß. Im Charisma-Pack auf diesem Stück hier sind auch die Kinder, die Lollis, die Zuckerstangen, die Geschenke und auch hier, dieses hier, ist unser Reh. So in the Charisma pack you will find the kids, the sweet treats like the lollies and the sugar cane. You will also find the deer, which is this one. These are the dies that correspond with it. These are the dies for the kids. Das hier sind die Stanzen für die Kinder. Und auch hier der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist sehr spezifisch, der ist nämlich eigentlich vierteilig. So the Santa comes in 4 bits, which is the main die, an extra rucksack die, your left hand and your right hand. Also der Weihnachtsmann hat nicht nur die Hintergrundstanze, also den Weihnachtsmann selbst, sondern auch noch einen Rucksack und einen rechten und einen linken Arm, sodass der dann halt, wenn er fertig zusammengebaut ist, so dreidimensional aussieht. So this is Santa after it has been die cut and assembled. Can you see it? I just bent this backwards. There you go. Can you see it? So it's various layers, and this is what I love about this kit. And I've already tied a bow. Ich habe auch schon eine Schleife gemacht und mir eins von den runden Sentiments ausgestanzt und habe das alles schon vorbereitet, so dass ich gleich mit euch loslegen kann. Ja, bis gleich mal. So let's get started with the assembly. So these are my die cuts, and I'm just going to use my front again as my marker, like my stencil. Ich benutze jetzt noch mal eben, weil das hier ist also meine erste Lage, mein Hintergrund, sozusagen die Rückseite der Box. Mache ich mir eine kurze Markierung, aber da muss ich nicht einmal ganz rum. Das reicht, wenn ich mir das hier so andeute. Upsala, sorry. And this is going to be my background scene, which I have chosen from the paper pack, and I'm just going to glue this down. Also das ist jetzt hier die Hintergrundszene, die ich mir ausgesucht habe, die ich mir aus meinem großen Papierpack ausgesucht habe und mit einer runden Kreisstanze, die in dem Set vorhanden ist, ausgestanzt habe. And all you need to do is basically glue this down. So, jetzt muss ich hier mal aufpassen. So, I'm just going to glue this down. I'm just aiming to get it really nice. So, this is my first. So, the second bit is this, and I've used this die to cut this out. Also, das ist meine zweite Lage. Das heißt, wenn jetzt hier mein erstes Zwischenstück kommt, so my first insert that will create the depth is going to, I've used this die to cut this, and I'm going to glue this down onto my front, onto the front of my first aperture. Also das wird einfach dann nur hier am Rand mit Kleber belegt. Hoppala. Wir belegen das hier so mit Kleber. Und dann kann man das zum Beispiel so leicht versetzt auch einkleben. Just glue it down slightly off to create a more 3D effect. Das war schon meine zweite Lage. So this is my background, and this is my first layer, my first insert. And I'm already progressing through this to the second insert. And for the second one, I've chosen this. And I've used this die to die cut this bit. Also das ist jetzt hier schon für meine zweite Szene, habe ich mir hier diese Stanze benutzt und habe auch aus dem großen Paper Pack, ja, zeige ich euch noch mal eben gerade, hier aus dem großen Papierpack. Da sind halt überall diese runden Szenen drauf und da sind auch die einzelnen Häuser noch mal extra drauf. So there are various cottages and little buildings extra. So once you've die cut it, because it definitely cuts out the windows. Also wenn ihr das ausgestanzt habt, dann könnt ihr da durchgucken, weil natürlich hier die Fensterchen alle mit ausgestanzt sind. Und deswegen habe ich noch mal ein zweites dahinter geklebt. So I've added a second house behind it just to make sure that
the lights are in the background, and this is, if you look close, you can see it. Wenn man richtig nah rangeht, dann könnt ihr das sehr schön sehen, dass das halt ein 3D-Effekt auch ist. And again, I'm just going to add some glue to the background, to the back side, just one round around here, and just pop it down. Also, wir machen da mal eben hier, lege ich mir das hier mal so hin. Das kann man dann auch noch schieben. Ich benutze Nasskleber. I'm using wet glue. If this happens, this is no problem. I'm just taking this off with my finger. Just make sure this doesn't glue together, because you don't want it glued together. Okay, also ein bisschen aufpassen, wenn hier hinten ein bisschen Kleber rausquatscht, so wie jetzt gerade, dann müsst ihr noch mal eben kurz wegwischen, damit euch das nicht zusammenpappt. Das ist jetzt schon die zweite Lage. Auch schon gleich weiter mit der dritten Lage. So this is my third aperture that I'm going to add to this, and I'm going to use this scene. Da gibt es also auch eine extra Stanze für, and as you can see, there are little cuts inside your tree, and if you just use your fingernails, this is how I did it basically, I just push it to the front forward, it folds up and adds extra dimension. Also wie ihr sehen könnt, wenn man das ausgestanzt hat, sind hier in dem Tannenbaum auch noch kleine Einschnitte, wie wenn man die so hoch biegt, zusätzliche Dimensionen geben, ja. Seht ihr das? Und auch hier wieder, das Haus ist mit ausgestanzt und ich habe von der Rückseite noch mal eins dagegen geklebt, damit die Fenster beleuchtet sind. So I've added an extra house to the background to make sure that my windows are covered. And again, I have to figure out my placement. So I'm building this scene. It's a little village in the snow with a tree. And again, all I'm going to do is add glue. Oops. So this is my third layer. Let me just double check. Nothing has oozed out. Very good. Just a bit of glue on my hand. Nur ein bisschen Kleber auf meine Hand verschmiert. Das ist jetzt schon, wie ihr sehen könnt, das wird jetzt hier schon schön plastisch. Ja, ihr könnt es schon erahnen. Und jetzt für meine letzte Lage, for my last layer, I am going to glue down a Christmas tree that I've already decorated. Also hier der Weihnachtsbaum, den habe ich auch mit einer extra Stanze ausgestanzt. Der hat auch diese Öffnungen, die ich hochgebogen habe. Und ich habe auch schon die ausgestanzten Christbaumkugeln aufgeklebt. So I've already glued down the baubles and everything. And I've also done the 3D effect here, like bending all this up a bit. And I want this to sit roughly here. But I'm not going to glue it to the front, I'm going to glue it to the back of this insert. And that has a specific reason, because that leaves me, let me just see, or maybe I just want it there. So it's a bit like trial and error. This is why it's so much fun to make these little things. Also es ist ein bisschen ausprobieren und hin und her schieben, aber gerade das macht ja den besonderen Spaß an dieser Geschichte aus. Und dann geht es auch wieder nur mit Kleber. So I'm just going to layer this up from the back. Also das hier klebe ich jetzt von hinten an. Und das klebt dann auch schon sofort. Und hier hat auch nichts rausgequatscht. Und der Grund, warum ich das jetzt dahinter geklebt habe, ist, weil jetzt kommt ja schon als letzte Lage hier meine Front. Und ich möchte auch noch die Kinder unterbringen. So this little boy is going to look in awe at the Christmas tree. Dieser kleine Junge hier, den habe ich nämlich jetzt extra aufgehoben für den Vordergrund. Wie der so völlig baff auf den Weihnachtsbaum schaut. Und mal gucken, wie mache ich denn das weiter. Dieses Mädchen kommt auch dazu gelaufen, fröhlich lächeln. So I'm gonna add this girl to the scene as well. And this is just basically according to your personal taste, really, how you like it, how you want to do it. Or maybe a bit down. Wait a minute, I'm just going to push her a bit down. And his hat. Okay. So. Now let me have a look, because this is what you see
I still want to add my deer. Ich möchte natürlich auch noch mein Reh unterbringen, aber das kommt nachher hier von außen drauf. Und dann werde ich jetzt hier noch Geschenke hinstapeln und den Weihnachtsmann. So the next bit I'm going to do is I'm just going to add some of the pressies, which can just pop up like so. Die Weihnachtsgeschenke, die habe ich natürlich auch schon ausgestanzt. So this is all in order for to show you how I assemble this. I've already pre-cut all this, but they all come with the dies. The whole set has all the dies for all these little decorations, and you can just create your very own scene as accordingly to your own taste, really, as you like it. So I don't think I'm going to put this boy in, but I'm definitely still going to put on a sugar cane. Ich setze noch hier eine Zuckerstange mit ein und hier den Lolly, den tun wir auch noch mit dabei. Popping up the lolly, and the gingerbread man is also going to. Isn't that cute? Guck mal, das sieht doch süß aus, oder? Da sind die Geschenke hinter dem Gitter zu sehen. Der Weihnachtsmann, der kommt dann gleich hier hin. Das Reh, I'm going to place my deer somewhere here. And I'm not sure if I should, though. Yes, I could. So basically this is my arrangement, although I was thinking of using these there. Es kommen so extra Stanzen hier noch mit. Extra für die Front, wo ich am Überlegen war, aber ich glaube, die verwende ich jetzt auch nicht. So, this is basically my layout for this specific scene. Also das ist jetzt schon mein Layout für diese spezielle Szene. Und jetzt zeige ich euch, wie man das zusammenbaut. To assemble this, you will need these two side bits, and you have to have a very close look, because you can see that this distance from the cut to the edge is much longer than this, and this is because this is the bottom part. So when you assemble your box, you must make sure that the longer part is pointing downwards. Nochmal hier kurz, die Verbindungsteile unterscheiden sich. Und zwar ist die eine Seite von dieser Stanze, von diesem Einschnitt hier bis zum Papierrand deutlich höher als hier der Unterschied. Und das liegt daran, dass das oben ist und das unten ist. Das heißt, wenn ihr eure Box zusammenbaut, müsst ihr darauf achten, dass ihr auf beiden Seiten das Ding hier nach unten zeigen lasst. Ansonsten habt ihr gleich Probleme. Also in Vorbereitung falze ich jetzt schon mal die Linie um, die Falzlinie nach. So in preparation of the assembly, I'm just going to fold and burnish my score lines, and I'm also going to use tweezers to widen up, and we need to do two little cuts, the front and the back. We are going to get rid of these bits. So für die Front und das hintere Teil brauchen wir diese Verbindungsstücke nicht, weswegen wir die einfach abschneiden. Meine Schere klebt. So you can just get rid of them by snipping them off like so. But you only do this to the front. So your front piece should look like this. Also eure Front sollte danach so aussehen. Und eure Hintergrundszene, hier macht er das gleiche. So you're just going to snip this off. Get rid of these bits. Also einfach abschneiden. So. Und diese beiden Teile können wir jetzt auch erstmal weglegen. Die brauchen wir nämlich nicht. In order to start, what you will need to do is take your, it doesn't matter whether you start at the left or right side. Also es macht keinen Unterschied, ob ihr rechts oder links anfangt. Ihr solltet allerdings hier das hier machen. So what I'm doing is I'm just using my tweezers to open up the slits a bit so that the sliding is a bit easier. And all you're going to do is, oopsie, just make sure you don't destroy it before you've assembled it. You're sliding this in, starting from behind. So your first insert is going in the first, and make sure that the right end is pointing downwards. So the long bit, because that is exactly joining up with the length of your
box. And this gap here is correct because this is the flap that is going to hold your back side, and this is how you do it. So you slide one after the other, you slide all 4 inserts into one side, and then you do the other side. And once you've done that, it's getting a bit fiddly. Also das ist jetzt ein bisschen fummelig, die einzelnen Bauteile hier reinzuschieben. Geht aber. Muss auch ein bisschen fummelig sein, denn wenn alles ganz lose wäre, dann fällt das ja auch einfach mal eben schnell auch wieder so auseinander. So what you can do is you can bend these over in order to secure them. Just bend these backwards in order to secure them and stop them from sliding out again. Und Nummer 3, so insert number 3 is just sliding in. And if it doesn't want to do it, just help it a bit. Wenn es nicht so ohne weiteres reinrutschen möchte, müsst ihr nochmal mit der Pinzette nacharbeiten. So, this is number 3. Just folding this back. Und jetzt kommt Nummer 4. Mache ich auch nochmal hier ein bisschen erweitern. So. So this is number 4, and at this point this is what you've got. So, an dieser Stelle, nachdem ihr also die 4 Inserts, also die Einsätze, eure verschiedenen, warte, ich versuche meinen Finger dazwischen zu kriegen, I'm just trying to get my fingers to hold it apart, so you can see how this layers up to 3D image already. Ja, könnt ihr schon sehr schön sehen. Das ist jetzt hier auch richtig so, and this is the flap that's going to take the front and this is going to take the back. So you basically repeat the same process at the other side. Make sure you use this bit pointing downwards, so this is the right way up, and I'm just quickly going to stretch this for a better fit. Und wir fummeln das da jetzt halt rein, und ich mache das jetzt mal eben auf Kamera, sonst dauert das ja hier ewig, und dann komme ich gleich wieder zurück zu euch. Okay, so I'm starting again from the back, sliding these into the slits and just basically bend them backwards to secure them. Okay, und dann geht es hier so weiter. So I've already assembled these, and you know, like when you fold these backwards and glue them down, this doesn't look too pretty, does it? And in order to get this nice flush finished look, all I did was I die cut another bit of these. Ich habe mir einfach nochmal ein zweites Stück, allerdings ohne die Schlitze, ohne den Einsatz, ausgestanzt, hoppala, und ich habe hier ein bisschen zu dolle wie sagt man denn, gescored, also gefalzt. Aber es geht noch. So this is what I'm going to do. I'm just going to glue this to the front flap hier. Also ich klebe jetzt einfach das seitliche Teil, Seitenteil, die Abdeckung für meine Seite hier vorne auf. Das dauert einen kleinen Augenblick, weil das hier natürlich auf dem Live-Video ein bisschen Trockenzeit braucht. Und dann habe ich hier Kleber drüber gegeben. Und dann natürlich auch hier und hier. Und dann wird das Ganze hier vorsichtig rüber gefaltet. So I'm just folding this over and just pressing this and wait till the glue sets. Leaving me with a very tidy side and also securing my inserts again, so they are basically, it's impossible for them to slip out. Okay, so in the meantime, because this is my back, I'm just going to glue down on this flap here. I'm just going to glue down my background. Also ich klebe jetzt die Rückwand an. Das ist meine Rückwand. So you just want to make sure you line up nicely with the sides of your box.
give it a good rub. Ich benutze ganz gerne meine Pinzette dafür. Das klappt immer ganz gut. Ich einmal von hier und einmal von da rein. So I'm just going to use my tweezers to give this a good rub. Und dann können wir das auch schon hier auf der Seite wiederholen. So I'm just going to carefully fold this bit down. Add glue. This is what happens. It split actually because I scored a bit like too hard, and instead of scoring it I cut it. But I'm just going to add some extra glue. So now in order to square up your box, you really have to hold it till your glue has set. Ihr müsst jetzt hier ein bisschen stramm ziehen in order to get this right. So, das ist ein bisschen fummelig. So it's a bit fiddly, but it's worth the effort because when it's set, it's all nice and neat and tidy. As you can see, this has saved it. And this squares up your box nicely. And we do the same with the front. Und jetzt wiederholen wir das Ganze an der Front. Selbes Spiel. Just going to line this up nicely. Aufpassen beim Ansetzen, dass ihr hier wirklich genau mit der Kante abschließt, damit eure Box dann auch hinterher gut steht und nicht krumm und schief daherkommt. So this. Bisschen andrücken. Also hier, um diese Box zu assemblen, zusammenzusetzen, ist es schon hilfreich, wenn man ein Werkzeug hat wie eine Pinzette oder so, die da reinreicht, weil man muss schon andrücken, ja, das Ganze sitzt schon, wenn es jetzt kommt es eher richtig unter Spannung, weil das ist jetzt hier die letzte Seite und da seht ihr schon, muss ich hier auch kräftig drücken, damit ich hier hinkomme, wo ich hin will. So you have to when assembling this, it is very, very useful to have a tool like the tweezers that I'm using here. Because it helps a lot to square it up nicely. So, jetzt ist meine Schattenbox schon fast fertig. So, this is almost done. As you can see, this has a really nice 3D effect. Wie ihr sehen könnt, sieht man hier die Szene sehr, sehr schön im Hintergrund. Die Häuschen und meine Tannenbäume und meine Kinder. Und ich möchte jetzt hier ganz gerne noch das Reh hinsetzen. So, I want to add the deer. I also want to add Santa, which is going to sit here. And so he does not cover up all the pressies. Ich möchte mit dem Santa jetzt hier nicht alle Kinder abdecken. Geschenke meine ich, sorry. Und dann kann man natürlich das hier so ankleben. Question mark, am I going to? Yes, I am going to just glue Santa down on here. Das hat den Vorteil, dass der hier auch eine eventuell nicht ganz saubere Klebekante abdeckt. So this is really a nice place for Santa, because you can still see all the pressies and the sweet treats sticking out, the kids, the gingerbread man, and there might even still be space for another kid right in front of here. But I'm just going to use a foam pad. Um den kleinen Jungen hier aufzukleben, benutze ich hier mal eben schnell noch so einen Schaumaufkleber. So this is really, really cute because it's a little boy who's just sitting here admiring everybody and the deer. I am going to, the deer is also, like this boy is looking upwards, das Reh guckt auch so schön hoch, so wie der Junge. So I'm going to glue my deer down like so. And I'm just going to do this like so.
Und hier das Kind brauchen wir jetzt nicht mehr. So, this is my shadow box almost done. Almost. Look at it. How cute it is. Guckt mal, wie süß das jetzt schon ist. Ist das toll geworden, oder? Hat man halt diese 3D-Weihnachtsszenerie und das Reh, die Kinder, der Weihnachtsmann. Was jetzt noch fehlt, ist hier mein Ribbon. Den klebe ich mit Heißkleber an. Den habe ich jetzt aber noch nicht angeschmissen. Das brauche ich auch nicht mehr zu filmen. So I'm going to glue this down with hot glue, but my hot glue gun isn't heated up yet. So I'm going to put this in off camera. And this is my finished box, and as you can see, I've just improvised because these two cutouts that were supposed to cover these, I've just used because it's a bit like angel wings, isn't it? And I quite liked it. I think this looks cute, and the ribbon sits right on top of my scene. And yeah, this is my finished shadow box. Also ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, das ist meine Box mit sauber verkleideten Seiten, und ich habe jetzt hier diese beiden Ausstanzungen und Stanzteile, die eigentlich hier vorne fürs Gitter sind, nach da oben mit in die Schleife reingemacht, weil das irgendwie wie so Engelsflügelchen aussieht. Das gefiel mir da ganz gut, und ich finde, diese Box ist super süß. It's really, really nice. It looks super pretty if you have LED lights that you can pop in between so that you even can add light to your scene. I might just cut this slightly shorter. Ich glaube, ich schneide hier die Schleife ein ganz kleines bisschen kürzer. Prefer that. Und ja, ihr habt endlose Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt verschiedene Farbmotive, zeige ich euch jetzt nochmal. So what I'm just about to show you is this set, I'm just going to open it up, has got various color schemes. So that means the Sweetest Winter Paper Kit, as you can see here, my trees are bright green and the houses are blue, but you also have like this grayish color. Look at this. I'll just walk you through it. Schaut euch das an. Die verschiedenen Szenen, die ihr auch für ganz normale Karten. Look at this. This makes a beautiful background for a standard card. And you can then layer it up with the die cuts. Hier sind jetzt die Bäume anders. As you can see, the color scheme has changed. We are now in the color scheme that I used for my card. And there's plenty, also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und Kombinationen. Hier gibt es blaue Bäume. I love the blue scene as well. The trees are blue. Looks very icy, frosty, wintry. Look at this beautiful paper that comes with it to create. Look at this. Guckt, da gibt es also auch Designerpapiere noch da zusätzlich für eure Karten, wenn ihr ganz normale Karten machen wollt. Und dann geht es hier weiter. Also es gibt insgesamt 4 verschiedene Farbschemen. 4 different colors. This is so cute, isn't it? And I've used it completely different, but the effect is very similar. So you can, for example, if you made a card, just a standard 8x8 card, you could die cut this out and just pop this on top of it, and it would still fit in the scene. So you could add a house on top of this house, you could add a Santa, you can add ribbons, you can add, there is a sentiment printed on here, but you have every option, even this strip at the side, don't throw it away, it can be used for layering. Yeah, the possibilities and variations with this set are endless. Grey trees, that's the other color scheme. And here we are back into blue. Also wie ihr sehen könnt, es gibt wahnsinnig viele Farbkombinationen und Varianten. Es gibt 4 verschiedene Farbthemen. Blaue Bäume, grüne Bäume, hellgraue Bäume und hellgrau-grüne Bäume. Dazu gibt es passende Designerpapiere. Und das ganze Set hat, lass mich nicht lügen, 12 Topper Designs, 12 Background Designs, 48 sheets of cardstock and toppers for you, and this is going to be promoted on Create and Craft. I believe it will be the 2nd of October, and it is the Sweetest Winter Paper Kit. And then in addition to this, there is available the Charisma Kit, which is the kit that has all these little kids, extra kids. This is the Charisma Kit. Sweetest Winter Charisma Pack has 8 designs, 2 of each, so that's 16 pages, 16 A4 pages printouts, where you can, in all the color schemes, exactly the same like in this kit, and this goes together, and this makes
shadow boxes like this. And the die set, oh, I haven't spoken about the die set again. Also die Stanzen, this is a pack, I don't know, there's at least like 40, 50 dies in it. I haven't counted them, but there's loads. And trust me, for every single little shape that you see here, you have the matching die. And this is really great value for money. So I hope you are going to buy this kit and let me know how you're getting on. And I would really love to see your shadow boxes that you've made with it. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dieses Set kauft und mir dann auch eure Schattenboxen, die ihr damit zusammengestellt habt, dann auch zeigt. Ihr könnt gerne in meiner Gruppe posten oder auch in Dawns Gruppen. Please do not forget to subscribe to the channel. The button is in the right corner there. Bitte vergesst nicht, meinem Kanal zu folgen und ihn zu abonnieren. Ihr könnt da unten rechts den Button drücken und dann seid ihr automatisch drauf. Weil ich auch in Zukunft für Dawn Bibbys Design Team Tutorials anfertige und dann eben halt auch poste und auch in meiner eigenen Gruppe, Facebook-Gruppe, aber auch in Dawns Gruppe diese Videos zu sehen sind. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. So thanks a lot for watching all this and looking forward to your makes and until next time. Bye bye.